Okay, im ersten Level ein bisschen zu They kompliziert. really have completely repurposed these rooms. I am quite impressed. So, what were they used for before? Most of them were used for storage. But they have converted them beyond recognition. Perhaps they ran out of things to do out here. The devil makes work for idle hands. Ja, der Tom ist sehr überrascht, wie sehr sich das hier geändert hat. Wie sehr das geändert wurde, denn eigentlich waren das nur Aufbewahrungsräume und die haben hier anscheinend viel umgebaut. Und ich höre dann so einen Satz wie: Der Teufel macht Arbeit für Hände, die nichts zu tun haben. Und das war echt schnell. So, dann schauen wir doch mal. Hier kann ich wieder... Okay, wahrscheinlich dann eher... Ach, hier kann ich den Strom auf einmal rausziehen, ja? Mal gucken, kann ich durchs Fenster? Nö. Okay, muss ich hin. Kann ich... Das kann ich. Okay. Wir müssen ja noch einmal durch. Zurückkommen wir anders wahrscheinlich. Do you know the ground team's location? The crew are deeper inside the base, it seems. They must be trying to survive. Can you find their precise location? I'm afraid not. I am working to regain control. Though I once had complete control of this base, a lot has changed in the past 500 hours. Ja, der Kollege kann leider nicht sehen, wo die Kollegen sind, aber es hat sich auch viel geändert in den letzten 500 Stunden. Okay, kriege ich da rein? Ja. Den kann ich nur ganz raus. Das ist aber nicht ganz das, was ich wollte. Okay, kriege ich ja wieder zurück? Ja. Okay. Du willst ja nicht. Dich kriege ich da nicht raus. Dich kriege ich nur energetisch raus. Die Energie muss da oben aber rein. So könnte ich mich hier fast einsperren, aber dann komme ich da raus. Der will nicht. Wenn ich den rausnehme, ist gar nichts mehr. Und wenn ich den hier, kann ich nicht rausnehmen. Okay. Ich komme jetzt auch nicht mehr nach oben. Das ist uncool. Hier kann ich nicht nach oben schieben und hier komme ich ja nicht raus. In diesem Fall kriege ich auch nichts hier durch die Fenster. Sekunde. Wenn ich dich hier rausnehme, dann geht ja da nichts mehr. Und hier kann ich auch nicht irgendwie mit ihm ja was anfangen. Wenn ich jetzt den rausnehme, wenn ich den da, ja. Alles klar.
Das muss man erstmal wissen. Dann kann ich den nämlich jetzt hier rausziehen und hier reinschieben. Alles klar. Okay, also die Energie und die Energie passen da rein. Manchmal muss ich die Kiste mitnehmen, manchmal nicht. Das muss ich noch... So, if this base is managed by you, why can't you find the crew? The base's communication array is malfunctioning. Okay, ich kann nicht mit denen sprechen, weil die Kommunikationseinrichtung defekt ist. Hier brauche ich jetzt 2, um rauszukommen. Ich will nicht wissen, was das ist, aber ich werde gleich rausfinden. Ich frage mich, ob man hier sterben kann. Ich teste es mal. Okay, da wird irgendwas noch passieren, wenn ich hier was drücke. Lass dich mal da. Und jetzt gucke ich mal, was hier in dem Bereich ist. Ich brauche ja 2 Energiequellen. Perhaps we can't solve this yet. Vielleicht können wir das jetzt noch nicht lösen. Oh, ich kann 2 laden. Okay. Komme ich mit denen da runter oder ist das so? Ja, ist so ein Feld, wo ich nichts durchkriege. Okay, habe ich mir fast gedacht. Ich nehme einen mit. Geht das mit einem? Du lässt mich immer noch nicht durch, ja? Nee. Aber gleich, wenn ich die beiden los bin, komme ich wieder durch. Ist klar. Check. Yep. Jetzt komme ich wieder durch. Juhu! Okay, Restricted Area, da muss ich bestimmt noch irgendwie mal richtig reinklotzen, wenn ich dahin will. Und ich bin jetzt momentan ein bisschen irritiert, was. Und jetzt. Beziehungsweise wo ich den zweiten herkriege. Anhalten. Ziehst du mich hoch oder was? Okay, der kann nur Gewichte heben. Ich komme auch nicht wieder zurück. Das heißt, hier muss es irgendwo noch irgendwas geben, womit ich irgendwas machen kann. Ich werde jetzt mal Folgendes tun. Ich nehme das Ding mal mit. Und komme mit den Dingern hier nicht durch. Okay. Mich würde mal was interessieren. Wenn ich den jetzt reinstecke, ich dann nichts rausgezogen. Da komme ich nicht rüber. Hier gibt es keinen anderen Ausweg. Also keinen anderen Weg. Aus ist der Weg sowieso. Wenn ich hier hochgehe, gibt es ja hier auch keinen anderen Weg irgendwo hin. Und das können wir noch nicht lösen. Das heißt, hier kann ich nur per Zufall den richtigen finden. Das will ich aber gar nicht. Hier ist auch nichts Besonderes mehr. Hier muss es irgendwo noch irgendwo irgendwas geben. Muss ich hier eine neue Tür öffnen? Irgendwas. Ich habe auch nichts, wo ich gegenlaufen könnte und dann in einen anderen Raum komme oder irgendwas sich öffnet. Nehme ich zumindest an. Hier oben wahrscheinlich auch nicht so richtig. Autsch.
This doesn't add up. What does not Temporär add oder up? nicht? If there was an accident, surely they'd come to find me, not try to lock me out. My instance is still resolving conflicts. I expect they have their reasons. Okay, es ist verwirrend, weil wenn sie Probleme hätten, hätten sie mich doch geweckt. Warum haben sie mich nicht geweckt? Wie komme ich jetzt hier rein? Also irgendwas stimmt hier nicht. Sie hätten mich doch geweckt, wenn sie gewusst hätten, dass hier was ist. Zack. Die Tür ist wieder offen. Okay. Aha. So, die Tür ist offen. Ich kann jetzt hier rein, ich nehme das Ding da raus und schicke das da. Yeah. So langsam scheine ich zu verstehen. My instance has just been updated. Sorry? I have two instances of my mind, two separate versions. A slave mind running on the satellite, and a master running here on the surface. When the communication was cut between the surface base and the satellite, the two instances of my mind were separated. So, during all this time, all of my knowledge divided into two separate branches. I continue to learn on the satellite and I continue to learn on the surface. I am trying to merge the knowledge to create a timeline of what's happened here. But there are incongruities between these memories, conflicts. Also, Kollege Computer ist irgendwie zweigeteilt. Es gibt Konflikte zwischen A-Hörnchen und B-Hörnchen sozusagen, zwischen Master und Seiten, also Hauptrechner und Nebenrechner, und irgendwie scheint es Differenzen zu geben, die er noch nicht zusammenkriegt, und ich mache den Turing-Test weiter. Und es tut mir leid, dass ich bei dem Rätsel gerade nicht gesagt hatte, was mir durch den Kopf geht, weil ich musste links das rausholen, rechts das rausholen und schwupps war ich weiter, bevor der Text zu Ende war mit irgendwie beiden. Und wenn ich den rausnehme, geht das runter, ja? Ja. Zu früh. Jetzt. Der Test war gut. Das bringt Spaß und weiter geht's. Planetarium. Das ist der Planet. Also ein Ausschnitt davon, der ziemlich widescreen ist. This is the command center. Ist nichts. You can check on the crew status from here. Das Kommandozentrum. Ich kann mir angucken, was meine Kollegen hier machen von mir aus. Ich touch da. Ich drücke da, meine ich. Touch da. Touch doch da. Was steht hier? Jupiter, ich hatte recht. Es ist der Jupiter. Das ist schön. Heliozentrischer Orbit. Abstand zur Sonne 778.524 Megameter. 3,1 Grad, ziemlich viel Watt. Jupiter ist der zweitgrößte physikalische Körper in unserem Solarsystem. Der erste ist die Sonne. Er hat einen großen Gravitationsradius, mit dem er Europa drückt und streckt. Ähnlich wie beim Ebbe und Flut, würde ich sagen. Das geht durch geothermale Energie, also das erzeugt eher mal geothermale Energie in Europa, dem Planeten, nicht dem Gebiet hier. Eine Quelle großer Hitze. Deswegen gibt es einen unteroberflächigen Ozean. Unteroberflächiger Ozean klingt auch irgendwie doof. Ein Ozean unter der Oberfläche. Oh, ein Mikroskop. Hier ist kaputt. Oh, doch nicht. Signal verloren.
Ich mach mal Hund. Audiolog. Oh Gott, das ist viel englischer Text, oder? Tom, start recording. I am always recording, Daniel. The day is January the 6th. My watch says it's 2:30 on Earth. Here we are, members of the human race, standing on Jupiter's moon Europa. I am Captain Daniel McLean. I'm joined here by the rest of my team. It is our intention to make this moon our home and investigate life on this planet. Man's curiosity and appetite for discovery will continue to change our world for the better. Inspiring. And might I add my congratulations to you all. Ja, hallo, ich bin Daniel, der Daniel McLean, und ich bin der Erste auf dem Planeten. Wir wollen diesen Planeten kolonisieren im Namen der Erde. Schön, dass ihr da seid. Und so weiter. Here it is. Beautiful, isn't it? What makes this one more remarkable than the others? The way it attaches itself to other organisms. Its behavior is very abnormal. It seems to form a symbiotic relationship with most life forms. How do you mean? Do you want me to dumb it down? I know what it means. What does it do? It attaches itself to almost anything living, but it's not parasitic. It's quite alien. We're trying to figure out what effects it has on life forms. Ja, eine Diskussion darüber, wiefern dieser Planet jetzt gerade sich verhält. Ich habe es nicht genau verstanden. Mach nicht. Mikhail, you seem distant. Do I? Yes. What's wrong? What's wrong, Mikhail? Mikhail, what's wrong? Are you listening, Mikhail? Are you able to hear? Michael, was ist los? Also Michael, was ist los? Du wirkst so abwesend. Michael, hörst du mich? Michael, bin ich wieder? Michael. I was talking to the ISA. They don't know what to do with this. The magnitude of the discovery. We should send samples back to Earth. I think we need to get this to a better lab. Me and Sochi are having trouble making enough clones. I'm going to run out of the necessary resources to continue studying Organism 119. They're calling for a grounding of all Europa transport until they get your report. Seriously? Yeah. That's rather drastic. Ja, ich habe hier was gefunden. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ich müsste das untersuchen. Ja, die ISA hat gesagt, vergiss es. Ja, aber ich würde es gerne untersuchen. Die ISA schickt uns erst was, wenn wir das erkundet haben. Das ist aber ein bisschen drastisch, dass ihr mich jetzt hier einsperrt. Here it is. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier wieder raus. Tom. Hier wieder raus. Ich komme hier nicht wieder raus, oder? Jetzt komme ich wieder raus. Mit Escape komme ich wieder raus. Ich dachte schon, damit komme ich ins Menü, aber okay. Cancelled, alles gecancelt. Arrived, cancelled. Ach so, hier, das sind Schiffe, die Ladungen. Die sind angekommen und die sind angekommen. Eine ist angekommen, gecancelt. Da sind alle angekommen und die anderen sind alle gecancelt. Okay. Ist noch ein paar angekommen. Alle anderen sind gecancelt. Okay, irgendwas hat die Zufuhr unterbrochen. Ich bin froh, dass ich das von beiden Seiten lesen kann. Und ich kann hier touchen, aber es passiert nichts. Und hier auch, aber passiert auch nichts. Oh doch. Ja. Fortuna, die Station, in der wir vorhin waren, die fliegt in einem niedrigen Orbit um Europa. 12 Leute passen rein. Kommunikation und Transportverbindung zwischen Erde und Europas Oberfläche. Ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Was haben wir hier denn? Europas Ladezone. Kompromittiert. Unbekanntes Material, keine Signale. Die Europa-Basis wurde mit 1000 Tonnen von Ressourcen gebaut und kann nichts mehr tun. Europas Basismodule. Europas Basis ist unter Europas Oberfläche gebaut, in das Terra Macula Eis.
Die modulare Eigenschaft erlaubt es, dass es überall so umgebaut werden kann, wie es von der Crew benötigt wird. Nicht Vergangenheit, wird. Und eine Bohrplattform. Ein Bohrjob. Ja, das ist 40 Meter Höhe, 1 Million Tonnen, Kilogramm. Ja. Gibt's noch was Neues? Die Eingangsbasis, okay.